Mit 2 simplen Tricks gestaltest du diese dynamischen Strukturen in Rot. Wie genau es geht, zeige ich dir im Video. Für dieses Bild nutze ich eine alte Leinwand von 80 x 80 cm. Hier kann ich den Fertigputz direkt auftragen. Wenn du eine blanke Leinwand nutzen willst, solltest du zunächst eine Sandschicht aufbringen, damit der Putz gut hält. Wie das geht, siehst du in dem oben verlinkten Video. Ich habe ein paar Nägel seitlich in den Rand eingeschlagen und befestige nun daran ein Gitternetz, welches man auch sonst als Rutschhemmung unter Teppiche legt. Ich hake dieses Netz ein an einem ersten Nagel und ziehe dann das ganze Netz über die Ränder zu den anderen Nägeln. Dieses Netz muss sehr stramm sitzen und ich versuche es nicht rechtwinklig, sondern eher verzerrt zu befestigen, denn damit wird die Struktur erheblich interessanter. Wenn alles eingehakt ist, schneide ich die überstehenden Ränder einfach ab. Bevor du mit dem Auftrag der Spachtelmasse beginnst, solltest du dir an die Seite schon ein Zeitungspapier legen, weil wenn du das Netz hochnimmst, ist das eine sehr kleckerige Angelegenheit. Ich habe mir hier die Spachtelmasse schon einmal fertig angerührt. Das sind 600 Gramm Fertigputz und 160 Gramm Acrylbinder und 160 Gramm Wasser. Diese Menge brauchst du 2-mal. Das heißt, wenn du sie abwiegst fürs erste Mal, mach das gleich fertig fürs zweite Mal, ohne aber zusammenzurühren. Der Fertigputz wird sehr schnell hart, sondern stell dir die Mengen bereit, sodass du sofort nachlegen kannst, wenn du dann die zweite Menge brauchst. Und dann streichst du das ganze Netz mit diesem Fertigputz ein. Dann muss das Netz entfernt werden und ich habe dann gemerkt, das geht hier ganz schwierig am Rand, weil es so unter Spannung steht. Deshalb schneide ich das Netz jetzt mit der Schere ein, um das Ganze in einem Stück jetzt abzuheben.
Das ist auch das, was eben sehr ja, schmutzig ist und weggelegt wird. Und jetzt hatte ich hier die totale Überraschung, weil ich also mit dem Fertigputz nicht ganz so schnell war, weil ich nicht wusste, dass ich so viel brauche, ist der in der Mitte schon etwas trocken geworden und das Netz hat es dann jetzt mit rausgehoben. Im ersten Moment war ich erschrocken, im zweiten Moment habe ich gedacht, das ist ein ganz cooler Effekt und genau das lasse ich auch jetzt so. Und du kannst das auch herstellen, indem du vorsichtig mit einem Spachtel unter diese kleinen Stücke von dem Netz gehst und kannst im Grunde selbst diese Bereiche rausnehmen, wenn du das möchtest. Ich fand es einen ganz coolen Effekt. Die letzte Arbeit ist jetzt, die Ränder mit dem Fertigputz zu schließen und jetzt ziehe ich auch ein ganz kleines bisschen das in das Netz hinein, weil ich nicht diese harten Ränder haben will. Das soll also ganz organisch ineinander übergehen. Du siehst, es fehlt an einigen Stellen, fehlen so ein paar Stücke Netz. Ich finde es ganz spannend. Lass dich da einfach leiten, nimm was raus, wenn du magst, oder lass es drin, wie es dir gefällt. Lass die Arbeit gut durchtrocknen. Das ist nach 2 Tagen mit Sicherheit der Fall. Und dann haben wir hier diese unregelmäßige Struktur. Da ist jetzt alles fest, das ist okay. Das sieht prima aus. Und jetzt kommen einfach 2 handwerkliche Schritte. Der erste ist einmal schleifen. Nehmen die Ecken, die Kanten weg. Es muss nicht zu viel gestiffen werden, aber es sollte sich gut unter der Hand anfühlen. Und achte ein bisschen drauf, dieser Staub ist sehr fein. Eventuell nutzt du auch eine Atemmaske. Auf jeden Fall musst du dein Bild, wenn du geschliffen hast, auch gut abfegen. Hier löst sich gerade was, das ist nicht schlimm. Das ist gut, wenn es jetzt runterkommt und nicht erst später. Und fege dein Bild gut ab, damit auch alle Staubreste entfernt sind. Und dann geht es ganz einfach weiter. Es muss einmal alles weiß gestrichen werden und ich mache das bei solchen großen Bildern gerne auch mit Fassadenfarbe. Die ist deutlich preiswerter als Acrylfarbe, lässt sich ähnlich gut auftragen und sorgt für einen super guten Untergrund, der dann ganz neutral in der Farbe ist und die folgenden Farben gut zur Geltung bringt. Wenn diese Grundierung trocken ist, kann es mit der ersten Farbschicht losgehen, aber selbst die starte ich noch einmal mit Weiß, weil diese weiße Grundschicht es einfacher macht, die Farbtiefe zu steuern. Also wenn ich jetzt direkt mit Rot beginne, kann ich im Grunde nicht mehr zurück. Deshalb starte ich immer gerne mit Weiß bzw. mit hellen Farben und arbeite mich dann zu den dunklen Farben vor. In diesem Schritt ist es wichtig, dass diese helle Schicht, diese weiße Schicht nicht trocknet. Das heißt, du musst auch immer wieder mal zwischendurch mit ein bisschen Wasser, nicht zu viel, mit ein bisschen Wasser das Ganze feucht halten, damit du die nächsten Farbaufträge gut damit vermischen kannst. Für diese Farbschicht nutze ich tatsächlich nur Gelb und Orange. Das Rot kommt in einem nächsten Schritt als flüssige Farbe. Diese Schicht muss trocken sein, bevor jetzt eine flüssige Schicht aus Krabplack kommt. Diesen Krabplack verdünne ich oder verlängere ich
mit einem Acrylmedium und mit Wasser. Das Ganze wird gut verrührt. Alle Material-Links findest du im Begleitheft. Und mit dieser flüssigen Lösung gehe ich jetzt über das gesamte Bild. Dadurch werden natürlich die Strukturen erst richtig sichtbar. Damit die Farbe gut fließt, sprühe ich die Fläche einmal mit Wasser ein und dann kann es losgehen. Wenn du ein bisschen Wasser aufsprühst, kann sich die Farbe besser verteilen. Und im Zentrum des Bildes nehme ich auch ein bisschen Farbe weg. Mit einem dicken Aquarellpinsel gebe ich dann konzentrierte Farbe in diese Vertiefungen, wo im Grunde diese kleinen Steinchen aus Fertigputz fehlen. Wenn diese Schicht trocken ist, geht es ganz raffiniert weiter. Ich habe ein Pigment entdeckt, das ist ein Metallic-Pigment. Das ist einerseits rot, aber wenn ich von der Seite drauf schaue, schimmert es auch grünlich. Sieht total klasse aus. Das rühre ich jetzt an, ein bisschen Alkohol dazu, weil sich das Pigment schlecht löst. Und dann kommt natürlich noch die Acrylkomponente dazu, die dann aus dem Pigment eine Acrylfarbe macht und das Ganze auch wasserfest macht. Die Acryldispersion, die ich hier nutze, die ist dicker als meine sonstige, weil ich möchte, dass diese Farbe ein bisschen mehr Stand hat und mir nicht sofort in die Ritzen läuft. Ich will sie eher oben auf diesen Hügeln auftragen und so nochmal einen deutlichen Effekt, um diesen mittleren Bereich, der jetzt so stark dunkelrot schon eingefärbt ist, um diesen Bereich nochmal zu betonen. Und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like, abonniere meinen Kanal und klicke auf die Glocke. Als das getrocknet war, habe ich gemerkt, dass mir das Pigment so gut gefällt, dass ich jetzt das ganze Bild damit einstreiche. Also einmal ein bisschen mit der Sprühflasche vorfeuchten und dann über das ganze Bild gehen. Lasst euch nicht irritieren von diesem bläulichen Schimmer. Das ist einfach die Acrylkomponente, das vergeht komplett im Trocknungsprozess und übrig bleibt einfach nur dieser rote und grüne Schimmer.